Wochenende, Sonnenschein und gute Laune. Das schreit geradezu nach kleinen Nettigkeiten und Geschenken. Du suchst noch eine pfiffige Verpackung, zum Beispiel für selbstgemachte Marmeladen. Hier eine weitere Taschenvariante, Shopping-Bag oder Strandtasche oder auch Handtasche. Hinein passt richtig viel, vielleicht auch als Wellness to go oder etwa wie hier 2 kleine Gläschen. Erdbeermarmelade hatte ich noch nicht, aber Honig habe ich immer. Und dann ein Löffel gleich zum Starten und ein kleiner Brief. Ja, das wird das Projekt, was ich heute zeige. Seid gespannt und bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Hier ist, wie du siehst, immer noch Erdbeerfieber. Und Designerpapier habe ich ja gestaltet, habe auch ein Video dazu gemacht, das kommt in den nächsten Tagen. Und heute möchte ich doch diese kleine Tasche noch mit euch basteln. Jo, dir gefallen meine Ideen und Anleitungen? Dann gib mir gerne einen Daumen hoch, da freue ich mich total und abonniere am besten gleich meinen Kanal. Das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Anleitungen. Jo, es geht auch schon los. Für diese Tasche brauchen wir nicht viel. Ein A4-Blatt, das wir uns gleich zuschneiden. Designerpapier, ich nehme hier eins von meinen selbstgestempelten und ein paar Abfallstücke für die Dekoration. Ich habe dann noch das Stempelset am besten zusammen verwendet. Da brauche ich das guten Appetit raus. Ja, das Designerpapier, da geht ja jedes Stempelset. Haben wir schon fertig und dann schneiden wir uns am besten das Papier zurecht. Papierschneider ist immer eine Empfehlung wert, braucht man unbedingt. Das Stück A4 brauchen wir in der Größe 29 x 21 cm. So, mein Kaffee steht hier. Basteln und Kaffee ist wirklich eine ganz tolle Sache, solange er nicht umfällt. So, das Papier schneiden wir uns auf 29 cm. Haben wir so einen kleinen Streifen übrig, kann man immer mal gebrauchen. Breite ist 21, also da können wir es schon mal lassen. Gut, dann nehmen wir die lange Seite zuerst und falzen bei 2 cm. Lege ich immer auf der rechten Seite an, drehe dann komplett einmal um und schiebe weiter auf 12 cm. Weiter auf 17 cm. Und die letzte Falz, wir denken es uns schon bei 27. Das haben wir. Jetzt drehen wir es quer. Und an der kurzen Seite falzen wir links und rechts bei 5 cm. Ich könnte jetzt natürlich sagen bei 5 und bei 16, aber da ich mir vieles nicht so gut merke im Moment, merke ich mir das so rum, dass ich es drehe, dann beide Seiten an der Kante bei 5 cm. Schön gerade arbeiten. So, das haben wir schon. Der kann erstmal weg, weil die Diagonalen, die arbeite ich jetzt mit Falzbein und mit Lineal. Und zwar brauchen wir noch ein Maß. Da fliegt mir ja alles durch die Gegend, glaubst du? Wir messen von diesem Mittelstück hier. Ich markiere das mal, das ist das Mittelstück links und rechts. Hier und hier. Von dieser Linie 5 cm nach links und von der anderen 5 cm nach rechts. Die Markierung brauchen wir, um unsere Schräge anzusetzen. Machen wir auf beiden Seiten. Hier legen wir das mal so rum. 5 und hier drüben 5. Haben wir. Jetzt brauchen wir was zum Falzen, Falzbein oder zum Beispiel hier ist auch ein wunderschönes Element dran am Aufhebhelfer. Und jetzt ist wichtig, dass wir von der Mitte, also das hier wird unser Boden, dieses Feld in der Mitte, nach außen diagonal gehen. Hier ziehen wir die Schräge. Und das machen wir mit allen 4 Seiten. Und hier oben genauso von der Mitte nach außen. Und hier drüben noch ein.
So, ich behaupte mal, diese Tasche kann man wunderbar in Serie arbeiten. Jetzt falzen wir das zur Mitte, dieses zur Mitte, diese Seite zur Mitte, wieder auf, die andere Seite zur Mitte, wieder auf. Und hier außen, diesen schmalen, falten wir in die andere Richtung. So, jetzt schauen wir uns mal das Besondere an der Tasche an. Also Honig ist drin, das wissen wir schon. Ein Löffelchen. Das Besondere an der Tasche ist, wir können sie so flach hinlegen. Das heißt, wir können die also auch, wenn wir sie gerade nicht brauchen, wunderbar aufbewahren in unserem Schrank. Und das ist ja perfekt. Und dann, wenn wir sie brauchen, einmal hochgeklappt. Da siehst du auch, dieses kannst du in jeder Größe machen. Diese Faltung passt überall. Ja, wir müssen jetzt auch gar nicht viel was abschnippeln oder sonst was, sondern wir sind eigentlich gleich fertig. Das haben wir ja schon, haben wir alle Falzlinien gefalzt. Diese Falte hier muss so schräg nach oben gefalzt werden. So das. Also wir legen das hin und falten das nach oben. Ich drehe das einmal um, nochmal langsamer. Die Mitte. Und jetzt ziehen wir das hier nach oben. Flach und jetzt nach oben. Und dann siehst du, haben wir schon alles fertig. Solltest du jetzt in deiner Tasche einen Magneten anbringen wollen, damit das hier oben mit Magneten verschließt, dann musst du kräftige haben. Ich würde dann eher 2 nehmen. Bedenke, die müsstest du jetzt einkleben, aber bedenke, dass du dann auch noch ein Bändchen ranmachen möchtest, dass sich das nicht miteinander behindert. Also ich verzichte auf die Magnete, weil, wie gesagt, man braucht da ziemlich viel Kraft, um das gut zu schließen. Ich werde dann eher jemand für eine Klammer sein und mache das mit den Bändchen so. Jetzt kommen schon die Klebeelemente. Du hast die Variante, du könntest dein Designerpapier vorher aufkleben. Ich mache das jetzt hinterher. So, und jetzt nehme ich meinen Flüssigkleber und streiche folgende. Ich habe einen neuen. Letztens schon rumgemosert, dass alle leer sind. Der neue ist da. So, also. Mittelteil, Boden, Seite, Schräge. Und dieses Feld, ich markiere das jetzt mal so, indem ich das so einstreiche. Dieses Feld an allen 4 Seiten ist unser Klebefeld. Das darf gut kleben. Das ist super, wenn das gut klebt. Und du kannst auch hier oben Kleber hinstreichen, aber an alle anderen Elemente nicht. Und dann legst du es flach und legst es nochmal flach. Streichst es drüber. Schaust, dass du wirklich den Klebstoff an den Feldern lässt und guckst, ob es sich klappt. Es klappt sich wunderbar. Nochmal streichen, gut kleben. Und das war es auch schon. So. Und das machen wir an der anderen Seite genauso. Also dieses Feld, ich bleibe da mal so, dass ich das genauso streiche, dieses. Kannst natürlich auch gleich hier rüber an den Rand streichen, dieses Feld als nächstes. Fertig. Und drauf und wieder schön glatt streichen. Schauen, dass mir unsere Mitte funktioniert. Sie funktioniert. Jetzt drücken wir das hier zusammen und du siehst, das passt wunderbar. Und die Tasche ist so gut wie fertig. Was fehlt noch? Die Erdbeeren und die Deko. Also Erdbeeren und Bling Bling. Nehmen wir unser Designerpapier. Und zwar habe ich hier welches gestaltet mit Gold. Das nehme ich heute auch. Ich brauche 2 Stücke in den Maßen 10,5 mal 9,5. Nun weiß ich halt, es ist ein A4-Blatt, also ist 21 breit. 10,5 ist die Querrüberbreite und 9,5 ist runterwärts. Ich möchte die Schrift so rum richtig sitzen haben, also gehe ich in der Breite jetzt auf 10,5. Suche mir die schönsten Elemente aus. Alles schön. So, das bleibt übrig, brauchen wir noch. Und jetzt schneide ich 2 Stücken auf 9,5. Sehen, ob ich mich jetzt nicht verfranst habe. Bei so schönem Papier, ne? Sie hat sich verfranst. Ich sage nichts, sie sagt es und schneidet was anderes. Da müssen wir jetzt durch. Das kennen wir schon bei mir, ne? Das ist etwas kleiner geworden, das heißt, deswegen kürze ich unten den Rand. Das ist die Rückseite. Jetzt überlege ich, ich habe auf 9 geschnitten, habe zwar 9,5 gesagt, aber habe auf 9 geschnitten, das kennen wir schon. Das kürzen wir jetzt hier auch. So, okay.
Und das kleben wir jetzt auf und denken uns das einfach, dass unten der Boden etwas länger ist. Oder ist unten noch eine längere Kante, das geht genauso. Tut keinem weh. Okay, gut aufkleben. Hält mich jetzt nicht raus. Du weißt, warum mir das passiert. Aber würde ich hier nicht so fleißig Videos drehen, obwohl ich ja gerade noch in Chemobehandlung bin. Ich wette, mein Kopf wäre nicht so gut drauf, wie er drauf ist. Behaupte ich mal. Alles selbst. Alles Eigennutz, was ich hier mache. Mein Läppchen, Nummer 1. Und das gleiche auf der anderen Seite. Beim Schriftverlauf darauf achten, dass der auch in die richtige Richtung geht. So. Müsste ja wohl. Na, so muss passen. Das passt schon. Das schieben wir noch ein bisschen. Gucken, wo Kleber rausmatzt. Hier war ja bei meinem, siehst du dann, wenn ich das Designerpapier mache, habe ich ein bisschen experimentiert mit Klebstreifen für die Maskiertechnik oder Abdecktechnik. Sieht natürlich cool aus, ne? Das ist auch ein cooles Papier. Hier biegen wir das so leicht nach außen und da oben wieder nach innen. Und dann springen wir noch einmal zur Lochzange. Das kommen wir gleich wieder. Und dann setzen wir uns die Lochzange an. Und wenn wir dann ein Problem mit dem Messen haben, dann nehmen wir uns einfach was als Hilfsmittel. Das ist für mich immer nicht schlecht. Ich nehme hier einfach mal so ein Papierchen. Gucken, ob das funktioniert. Setze das hier an. Mal kurz, wie meine Lochzange heute funktioniert. Kürze mal hier noch kurz den Abstand. Moment. Besser, viel besser. Rein. Wieder nach unten. Lege mir das hier an. Da ist meine Markierung. Und schiebe es jetzt hier rein. Und mittig zur Markierung, Nummer 1. Das gleiche hier drüben. Das fällt in die Kategorie dumm kann man sein. Man muss sich nur zu helfen wissen. Und schon passt das. Gleichmäßig, genau. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Unser kleines Maßband anlegen. Lochzange mittig ausmitteln. Heißt dann ausrichten natürlich das Ausmitteln und hier drüben genauso. Anlegen, gerade ausmitteln, lochen, fertig. Super. Das haben wir schon. Jetzt haben wir uns noch keine Gedanken über Band gemacht und da ich hier noch dieses Gewebeband liegen habe, nehmen wir das einfach. Es gibt immer 1000 Möglichkeiten für sowas, ne? Das haben wir uns schon gedacht. Da drüben habe ich Schlingen gebunden. Hier mache ich das jetzt mal so, dass ich das mit 4 Knoten sichere. Und zwar gibt es ja eigentlich da hier diese Häkelnadel, die ich eben schon hatte. Ja. Damit ziehe ich hier die Enden durch. Nummer 1. Und auf der anderen Seite Nummer 2. Und hier drüben genauso. Nummer 1. Nummer 2. Und dann werden fleißig Knoten gemacht. Ich habe relativ gleich lang geschnitten. Das heißt, erstmal muss ich nicht drüber nachdenken. Ha, das war das Problem mit den Knoten. Wir machen keine Knoten. Wir machen eine Schlinge. Ich wusste doch, da war noch was. Ist das natürlich schon um einiges kürzer, weil wir haben schon einen Knoten drin. Ich habe die Lochzange mit dem größeren Element genommen. Und deswegen ziehen wir das jetzt mal so. Wir haben jetzt ganz kurze Henkel, aber das ist ja so in der Designmanufaktur geht ja alles. Die könntest du doch ein bisschen länger machen, aber ich mache jetzt mal wirklich so eine kleine kurze. Und die andere Seite, da ist etwas mehr. Die hat sich mit dem Band vermessen. Also denk dran, mach es einfach ein bisschen länger. Hier ziehe ich noch nicht ganz fest. Ziehe den hoch und jetzt muss ich aber richtig schön weit festziehen. Also, nimm ein längeres Band. Ich lasse das jetzt aber so. Setze hier oben schon mal meine Klammer an. Und habe mir jetzt überlegt, dass ich noch einen Anhänger nehme. Und da hätte ich hier schon mal ein bisschen was vorbereitet in meiner Anhänger-Sammelbox. Ja, was haben wir?
Was nehmen wir? Wir nehmen mal ruhig den mit dem etwas filigraneren Ende. Du weißt ja, die neuen Anhänger nach Maß sind bei mir wirklich dauerhaft im Gebrauch. Und da stempel ich jetzt, deswegen habe ich das hier schon mal vorbereitet, den Stempel Guten Appetit drauf. Wie das beschriftet wird und wie man das aufklebt, da habe ich auch ein Video zu gemacht, kannst du dir gerne angucken. Ich nehme Glutrot und einen kleinen Stempelblock, setze meinen Guten Appetit da drauf und werde es so rum bestempeln. Da sitzt es. Klein, aber fein. Da ging jetzt natürlich noch ein bisschen Deko daneben. Aber weil das alles ziemlich voll ist, lassen wir das so. Also ich lasse es so. Setze meinen Stempel schon mal hier rein. Neues Stempelset gebraucht. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen was. Einen haben wir. Dann nehme ich mal einen größeren in Rot und einen, weil wir hier noch ein Stück übrig haben von unserem Designerpapier. Und wir leiern uns das mal schnell durch. Habe ich hier meine Stanzformen. Kleine haben wir schon benutzt. Dann nehmen wir als nächstes diese. Nächste Größe. Ich habe es natürlich sehr schön aufeinander sortieren können. Habe ich nicht. Und dann diese Größe. Ja, dauert dann auch ein bisschen, wenn man so unordentlich ist gerade. Die sind einfach im Dauergebrauch. Dann habe ich hier die Platten für meine kleine Stanzmaschine. Die ist ideal hier auf dem Tisch. Probieren wir gleich mal. Legen wir das Ganze ein. Das bunte Element nehme ich also in der nächsten Größe. Also hier drauf. Welches Stück gefällt mir? Da lassen wir mal die Erdbeeren weg und nehmen hier das mit der Schrift. Moment. Der Schrift richtig rum und die Blümchen. Ja, ich glaube, so sieht das super aus. Gucken wir mal, wie das hier geht. Drehen das mal hier einfach. Oh, ist das schön. Das ist ja wirklich sehr handlich auf dem Arbeitstisch, oder? So, dann haben wir unser Element. Da ist es. Mit der Prägung am Rand. Super. Und dann nehme ich die nächste Größe und gehe da mit dem Rot. Geht da gleich weiter. Und das kleinste Feld, wenn wir es wiederfinden, hat ja die Schrift drauf. Ich bin gespannt, ob ich es wiederfinde. Ich mich schon wieder hektisch über den Tisch gucken. Schauen wir mal. So, und jetzt drehen wir das hier durch. Schön gerade. Kräftiger drehen. Es geht. Super. So, jetzt klappen wir alles wieder hoch. Ja, sie sucht. So, hier haben wir die kleinen Anhänger gleich mitgestanzt. Die wollte ich eigentlich an das Weiße machen. Mal sehen, ob wir es jetzt gleich finden. Natürlich geht da nichts verloren. So, das haben wir. Stanzen legen wir da hin. Hier drinnen bewahre ich übrigens wunderschön meine Elemente auf. Passen alle rein. Wie ich die Dose gemacht habe, die Schachtel, diese Box, kannst du natürlich auch in dem Video ansehen. Eine fertige Schachtel weiterverwendet. So, und jetzt setzen wir das Ganze schön zusammen. Da gibt es hier so einen schönen Leinenfaden. Nehmen wir mal ein kleines Stück. Ich achte mal drauf, dass ich jetzt nicht zu kurz werde. Weil extrem sparsam ist. Bin ich gar nicht. So, egal. Also Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Warum nicht mal 3 Elemente aneinander hängen? Und auf das dritte, wir haben jetzt die falsche kleine Form ausgenudelt. Okay. Weil ich vorhin eigentlich das andere nehmen wollte. Jetzt rumpelt es hier einmal über die Technik. Das hilft jetzt nichts, da müssen wir jetzt nochmal durch. Also mal mit der Maschine vor. Legen Sie die mal hin. Nehmen Sie mal Ihre Platten raus. Einmal am Durchleiern sind. Weiter setzen wir das hier drüben drauf. Drauf das Ganze und Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ich mache das jetzt nur noch mit dem Kurbel, Kurbel. Und hoch. Es ist auch schön, da passen also wirklich sehr viele Formen rein. Es gibt Formen, die passen nicht, die sind zu groß. Aber so von der Breite ist es eigentlich genau das richtige Maß. So, wir brauchen auch nur einen von den kleinen Schnippeln. Nehmen jetzt mal der Schnelligkeit halber einen Klebstoff, der einfach gut handlich ist. Eine Pinzette.
drehen das rum und setzen das da drauf, weil das schick ist. Ach, das gefällt uns. Machen wir gleich mit noch einem aufs nächste auch. Sieht man zwar nicht, aber wenn ich das locker übereinander hänge, vielleicht doch. Das ist einfach schicki hier, guck mal. Und wenn du lustig wärst, könntest du es auch von der anderen Seite nochmal gegensetzen. Aber ich mache das jetzt so rum. Jetzt gucken wir, wo wir die Häkelnadel wieder versteckt haben. Hier ist was los auf dem Tisch. Alles schön sichern. Ich wollte doch ein kurzes Video machen, hat wieder nicht geklappt. Einmal so gemütlich bequem hinsetze. Auch lang. So, einmal durchgezogen. Und wenn du mich fragst, machen wir da jetzt einfach hier so einen Anhänger. Genau. Kann sein, dass sich nachher die Henkel nochmal verlängert, bin mir noch nicht sicher. Und dann ein schönes, nettes Knotchen auf Luft. Luftknötchen. Wenn ich das gut mache, setze ich dann nachher noch hier unten, drehe ich das um und setze da unten noch eine kleine dran. So, aber jetzt mache ich das erstmal so. Man könnte es auch ankleben, man könnte auch in die Mitte was setzen, aber ich finde halt das Designerpapier so schicki. Wie gesagt, die Henkel, mach sie länger. Das ist wieder so ein Moment, wo du aus meinen Fehlern lernst. Genau. Und fertig ist unsere Erdbeertasche, wo wir natürlich im Moment noch Honig reinpacken, weil Erdbeeren kommen erst noch. Löffel haben wir, kleinen Brief vielleicht noch dazu. Jo, fertig, meine Tasche. Dazu nochmal die von vorhin, die mit den Stiefmütterchen, auch eine schöne Variante. Ja, das ist mein Projekt von heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Gib mir einen Daumen hoch. Falls du noch nicht gemacht hast, abonniere gern meinen Kanal. Dich erwarten immer wieder regelmäßig viele kreative Ideen und Anregungen. Alle Maße findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Die verwendeten Materialien kannst du gern über mich bestellen. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Deine Angela von der Stempelfamilie.